Hey, wir sind Thiago und Manu und zusammen mit unserem Big Shrek unterwegs von Nord- nach Südamerika. Aktuell stehen wir seit über einem halben Monat etwas unfreiwillig auf Standby. Unser LKW schaukelt nämlich irgendwo zwischen Mexiko und Kolumbien über den Ozean. Also machen wir das Beste draus, saugen die heiße, feuchte Karibikluft in Kolumbien auf und versuchen die Zeit möglichst sinnvoll zu vertrödeln. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ihr habt keine Ahnung, wie lange wir schon hier sind, ich sag's euch. Manuela, wo sind wir, was machen wir hier? Lasst es die Leute wissen. Ja Leute, wir sind in Cartagena angekommen und so auch das Schwitzwetter. Jetzt Wind ist gerade schön, aber es ist so heiß hier. Wir haben gerade ein bisschen die Altstadt unsicher gemacht. Wir haben ganz ein tolles Hotel. Thiago steht nicht so auf Boutique-Hotel, aber sag mal ehrlich, wie findest du das, was ich da ausgesucht habe? Leute, Oh, da steht Finger vorne dran. also, ja, es ist okay. Nein, es ist wunderschön. Naja, es ist schön, aber es ist auch schön eng. Aber das sind wir uns zum Glück ja gewöhnt von Biggie, weil in der Altstadt hier ist alles ein bisschen enger. Also die Gassen sind ganz verrückt. Das heißt, da fahren die Fahrzeuge durch, laufen Leute, da wird gehupt, das habt ihr jetzt auch gerade gehört. Und es ist auch so, dass die Straße jedem gehört und trotzdem niemandem. So wird das hier in der Altstadt gehandelt von Cartagena. Hast du schon einen Unterschied bemerkt zu Mexiko nach Kolumbien? Naja, das ist schon alles ein wenig entspannter hier. Die Leute sind so chilly-billy, geht auch nicht anders bei den Temperaturen hier und der Luftfeuchtigkeit. Spanisch wird halt immer noch gesprochen, logischerweise. Und das Geld ist total anders. Hier sind die Beträge in 10.000 und 100.000 hier kostet. Irgendwie so ein Cocktail kostet hier, keine Ahnung, 65.000 oder so. Wir blenden euch mal den Wechselkurs noch ein hier, wie das ist hier. Müssen wir uns wieder umgewöhnen. Aber wir haben jetzt Base bezogen für ein paar Tage in der Altstadt, damit wir nahe am Anschluss gehen wir das günstigeres Airbnb, damit wir die Zeit überbrücken können, bis unser Schmuckstück wieder hier ist. So, wir haben die Location gewechselt in Cartagena. By the way, wir haben gemerkt, wir haben ja da ein bisschen auf klugscheißerisch getan und gesagt, das heißt Cartagena. Die Leute hier sprechen das aber Cartagena aus. Wir haben also dazugelernt. Genau, wir haben jetzt in den Airbnb gewechselt, weil wir einfach mal 3 Tage uns ein Hotel gönnen wollten. Das war wunderschön. Aber es war in dieser Altstadt auch einfach, es ist extrem voll, es hat extrem viele Menschen, auch viele Touristen und man merkt irgendwie, dass die Einheimischen da ziemlich genervt sind von uns und ich kann das irgendwie auch verstehen, weil es ist so viel los, es ist extrem eng, alle sind ein bisschen genervt. Ja, wir sind jetzt froh, sind wir draußen aus der Altstadt, hinter uns, es ist zu weit weg, ihr könnt es leider nicht sehen,
ist der Hafen von Cartagena. Da ist im Moment unser Schiff, leider noch ohne Big Shrek drauf, weil das hat so viel Verspätung, dass es jetzt erst von Brasilien nach Kolumbien gekommen ist und jetzt muss es von Kolumbien hoch nach Mexiko, dort Big Shrek aufladen und wieder runterkommen. Und dazwischen hat es noch Stops, also wir werden noch einen Moment hier sein. Es ist schon ein ziemlich langes Warten, aber wir haben gute Überbrückungsmöglichkeiten. Morgen gehen wir auf eine Insel, hier vorgelagert, und dann macht Thiago seinen Rescue Diver. Und ich versuche nochmals zu tauchen, denn ich habe den Tauchschein eigentlich gemacht, aber habe Ohrenprobleme. Und jetzt dachte ich mir, können wir das gut versuchen? Versuchen tun wir die Insel. Ja, und so vertreiben wir uns die Zeit. Wir sind im Chaos von Kolumbien angekommen. Yes! Wir gehen jetzt auf die Insel. Isla Rosaria heißt die. Wir sind zu viert in unserer Tauchgruppe. Aber die ganzen Menschen hier, die wollen auch auf die Insel. Und dann noch ganz viele andere. Ja, Leute, es ist schon wieder mal was anderes, so im Touristenstrom drin zu sein. Ja, wir beschäftigen uns halt einfach, bis unser Fahrzeug da ist. Boah, das war schön. Und wir sind wieder mittendrin in dieser offenen südamerikanischen Kultur. Vor uns telefoniert unsere Sitznachbarin im Schnellboot per FaceTime einmal quer durch die ganze Familie, während wir unsere eigenen Gedanken kaum hören. Hier reist oft gleich die ganze Familie mit, das Handy ist immer dabei und jeder Moment wird festgehalten. Wer es sich leisten kann, zeigt auch, was er sich gönnt. Irgendwie erfrischend, gerade wenn man aus der Schweiz kommt. Man könnte meinen, wir sind auf den Malediven. Würde Thiago jetzt nicht zustimmen. Aber Karibik. Und zwar sind wir jetzt hier einfach im Hotel geblieben, in dem die Tauchschule ist, weil das ist am einfachsten. Und ich hatte heute meinen ersten Tauchgang seit 7 Jahren. Und es lief echt gut. Ich war sehr erstaunt. Ich hatte einen ganz tollen Instruktor, der hat alles ganz langsam mit mir gemacht. Bei mir sind immer so ein bisschen die Ohren das Problem. Und wenn ich in der Gruppe bin und dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt auch schnell runter und mit denen mithalten, dann kommt es nicht so gut raus. Und darum habe ich es jetzt doch nochmal in Angriff genommen, weil Thiago ist ein leidenschaftlicher Taucher und ich kann halt nie mit, weil ich einfach zu fest Angst davor hatte. Aber es hat gut getan, heute mal wieder unter Wasser zu sein und das Ganze wieder so ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Thiago hat 2 Tage den Rescue Diver, den er macht, genau. Darum sind wir jetzt 2 Nächte hier und gehen dann wieder zurück nach Cartagena. Und heute haben wir auf dem Weg von Cartagena hierher unser Schiff gesehen, das die Honda abholen wird in Mexiko. Es ist erst in Kolumbien. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf der Insel. Naja, wir hatten heute einen tollen Tag mit Tauchen. Und jetzt sind wir im Hotel und essen, weil hier kann man nicht weg. Also man isst quasi im Hotel, weil ansonsten braucht man ein Boot. Und wir sind aber weit und breit die einzigen Menschen. Ja, es ist nicht so voll hier heute. Schaut euch das mal an. Kein Mensch hier. Wir wurden bereits auf dem Weg zum Restaurant, sogar abgeholt. Ja, weil sie gefragt hat, kommt ihr zu uns essen? Ja, und dann hat er gewartet am Tisch, bis wir ausgesucht haben, was wir essen möchten. Und dann ging das alles sehr zackig und jetzt schauen wir mal, was wir bekommen. Also ich war jetzt 5 Minuten draußen und habe unzählige Stiche bekommen. Das brennt höllisch. Naja. Schön. Die Karibik funktioniert schon ein bisschen anders als alles das, was wir bis jetzt kennen. Es ist so lustig, weil man denkt sich irgendwie in der Karibik immer, wow, das ist alles so postkartenmäßig und das ist es ja auch. Die Natur, die Landschaft ist postkartenmäßig, aber Hotels, vor allem für Thiago ist das noch ein bisschen schwierig, weil Thiago ist sich manchmal schon einen höheren Standard gewohnt. Der geht jetzt nicht unbedingt in Hostels, was ja auch sein gutes Recht ist. Aber jetzt sind wir hier auf dem im Hotel in der Insel Rosario. Und wir haben dieses Hotel gewählt, weil das Dive Center hier drauf ist. Aber es ist so witzig, weil gestern Abend waren wir alleine beim Abendessen. Und dann waren aber 4 Leute für unsere Bestellung zuständig. Und das ist aber auch das erste Mal, dass wirklich alles korrekt gekommen ist. Das ist manchmal auch nicht so selbstverständlich. Und es funktioniert einfach alles ein bisschen langsamer. Es ist so herrlich, den Menschen hier zuzusehen und man entschleunigt automatisch, weil einfach es ist so heiß. Also werden die Leute auch einfach viel langsamer bei allem. Und es funktioniert teils vieles nicht und dann ist wieder Stromausfall und es ist so ein richtiges Inselfeeling, was uns sehr, sehr gut tut, um noch mehr entschleunigen zu können. Thiago hat jetzt den 2. Tag von seinem Rescue Dive und ich gehe heute nochmals ins Meer. Das hat gestern gut geklappt und danach geht es auch schon wieder zurück nach Cartagena. Die Wartezeit wird immer länger für unser LKW. Wir warten mittlerweile seit, ich glaube, 24 Tagen sind's. Ja, echt? Ja. Heute 24 Tage! Und damit wir nicht verzweifeln beim Warten, haben wir jetzt überlegt, wir machen Folgendes. Was machen wir? Trommelwirbel! Wir fliegen nach Bogotá! Und danach nach Medellin. Ja, wir haben gesagt, wir schauen uns die Städte von Kolumbien an, weil da mit Biggie reinzufahren wird wahrscheinlich sowieso ein bisschen tricky werden. Und da wir jetzt die Zeit haben und die Zeit gerne nutzen möchten, machen wir das jetzt. 3, 2, 1, los geht's! Ja, fast. Ja. Also Leute, kommt mit. Wir haben einen Flug für 70 € für nach Bogotá gefunden. Atención, por favor. Se recomienda a todos los pasajeros. Thiago, wir sind in Bogotá. Ja! Hast du schon körperliche Symptome wieder festgestellt bei dir? Trockenen Hals habe ich schon wieder.
An was kann das liegen? Ja, vielleicht, für die es nicht wissen, Bogotá ist auf, ratet mal in den Kommentaren, 2500 Meter über Meer. Und jetzt waren wir ja die letzten 3 Wochen am Meer. Und ja, genau, und jetzt ist die Luft halt wieder trockener geworden. Aber es sieht bis jetzt vielversprechend aus. Halt eine Großstadt. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen aus mit Mexico City, gell? Du Haben wir sagst uns es. schon mal anklimatisiert dort. Genau. Hallo, guten Morgen, Freunde des Internets. Ups, Kameraführung, hallo. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen aus Bogotá. Wir sind heute unterwegs, machen Sightseeing und gehen uns die Sehenswürdigkeiten anschauen von Bogotá. Da gibt es ja so viele von, wissen wir noch gar nicht von. Und ja, wir freuen uns auf einen tollen Tag und wir nehmen euch natürlich wieder mal mit. Ja Leute, es gibt News von unserem Schiff. Das verfolgen wir ja regelmäßig auf Marine Traffic und haben jetzt gesehen, dass das Schiff gestern in Veracruz angekommen ist. Und ja, Trommelwirbel. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass uns die Agentur ein Foto schickt, wie das Fahrzeug auf dem Schiff ist. Auf das warten wir jetzt noch, gell? Ja. Und sobald das jetzt bestätigt ist, geht es dann noch plus minus eine Woche, bis es mal hier ist, in Kolumbien. Und deswegen, ja, seid gespannt. Wir sind richtig gespannt, weil wir sind jetzt doch schon seit über 20, jetzt glaube 25 Tage ohne unseren Biggie. Und wir vermissen ihn ganz doll und hoffen, es geht ihm gut, gell? Ja. Okay, Leute. Meine Frau hat was anderes gebucht, als ich gedacht habe. Wir fahren noch nicht Seilbahn, sondern wir fahren Zug. Schaut euch das mal an. Was ist kein Zug? Was ist es dann? Wie sagt man dem? Ja, ich habe das Wort vergessen dazu. Auf jeden Fall ist Zahnradbahn. das Zahnradbahn. Auf jeden Fall die Menschen von hier. Sorry, Kameraführung, es ist morgen früh. Sind ihr nicht die einzigen, die hier hoch wollen? Gell? Schaut euch das an. Und jetzt gehen wir mal da hoch und schauen, wie es aussieht. Fast wie in der Schweiz, gell? Während wir hier hochlaufen, haben wir im Hintergrund noch ein bisschen Gottesdienst. Der wird hier live übertragen durch Lautsprecher, damit wir auch voll dabei sein können. Der Monserrate ist der bekannteste Aussichtspunkt von Bogotá und liegt auf rund 3150 Metern über Meer. Dies lohnt sich auf jeden Fall bei schönem Wetter. Allgemein gibt es in Bogotá nicht wahnsinnig viele Ausflugsziele für Touristen. Dies ist eines der Highlights der Stadt. Bogotá ist nicht die klassische schöne Stadt, sie hat aber Charakter. Die Menschen sind super freundlich und für einen kurzen Stopp mit frischer Luft für 2 Nächte optimal. Es ist 8 Uhr morgens, wohlgemerkt.
Hay Coca, Canelazo, Carajillo. Muss man nicht glauben. Do you want drink? Oh, bienvenidos. Bienvenidos. No, gracias. Hier können wir doch schon speisen. ...3.200 Meter. Ich weiß, da gibt es ganz viele von euch, die sind schon auf 20.000 Metern gewesen, auf 2 Millionen Metern. Für mich 3.200 Meter. Heftig. Und lohnt sich dieser Ausflug? Ist schon schön hier, so die Wolken anzusehen und ja, ein bisschen benieselt zu werden vom Regen. Spaß beiseite. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du hier einen coolen Tag erwischt, wo die Sonne scheint und wo du die Stadt siehst und so, dann ist es sicher ganz ein toller Ausflug. Wir haben jetzt ein bisschen Pech, wir sind in den Wolken drin und deswegen, ja, Sehen gelohnt. wir eigentlich nichts. Ja, war toll. Aber ist sicher definitiv schöner, wenn es natürlich noch die Aussicht dazu gibt. Wobei man ja das dazu sagen muss, zu den 3.250 Metern, dass wir das nicht alles alleine hochgelaufen sind. Wir sind ja schon bei 2.500 gestartet. Sind mit der Bahn bis nach 3.000 gefahren, 3.100. Sind dann die letzten kleinen Höhen mit drin gelaufen, gell? Nicht, dass jetzt hier das Internet wieder eskaliert, ja? Der kleine Dicke hier hochgelaufen ist, das ist unglaublich. Der kleine Dicke. Nee. Ja, also ich spüre die Höhe schon ein wenig. Aber ich glaube, das ist auch normal. Und wir stürzen uns jetzt hier nochmal ins Getümmel. Hier gibt es so eine Essens-, Schieß-mich-tot-Straße. Und die gehen wir uns jetzt nochmal wieder zurück zur Kirche. Hier kommen die ganz Verrückten, die sind hier hochgerannt, Mann. Ja, von 2.500 auf 3.250. Wow. Das ist ja wirklich krass. So Leute, wir sind wieder bei der Kirche. Schon krass, die Kirche hier. Die haben hier, glaube ich, gerade einen Gottesdienst oder so. Lass uns da mal kurz reinschauen. Genau. Das sieht man hier jetzt nicht so gut. Ich probiere mal ein bisschen näher zu gehen. Genau. Die haben hier Gottesdienst. Und ist schon wahnsinnig. Die katholische Religion, die wird hier in Südamerika, kenne ich ja von meinem Land in Brasilien, schon ganz anders gelebt wie bei uns. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, wir sind wieder zurück nach der Einkaufsstraße bei unserem Aussichtspunkt. Wir hatten gedacht, vielleicht ist es jetzt besser geworden. Aber Leute, wir haben Pech. Es ist noch schlimmer geworden. Schaut euch das mal an. Hier unten eigentlich, da in meinem Hintergrund, wäre eigentlich Bogotá zu sehen. Die schon, wenn bei uns dabei sind, wissen, dass wir damals beim Salmon Glacier, für die das Video noch nicht gesehen haben, hey, blenden wir euch irgendwo hier ein, hatten wir auch etwas Pech mit der Aussicht. Aber nichtsdestotrotz war richtig cool, hier hochzukommen. Und ja, hat es dir auch gefallen? Mega. Thumbs up. Nein, eigentlich nicht. Also doch, es ist schon schön, aber wir haben jetzt zusammen $19 bezahlt, um hier hochzukommen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es falsch gebucht habe. Eigentlich wollte ich diese Seilbahn nehmen. Das hat irgendwie. Das wäre die hier. Moment, ja, da ist sie. Aber wir sind mit dem Zug gefahren. Mit der Zahnradbahn oder wie man das Ding nennt, gell? Wir sind mit der Zahnradbahn gefahren und für das, dass das $19 gekostet hat, würde ich jetzt an einem regnerischen Tag nicht mehr hochkommen, weil, naja, die Kirche ist ganz schön anzusehen, aber ansonsten... Hier ist das Prachtstück. Ansonsten muss man hier nicht unbedingt, den kann man noch... Ansonsten ist hier nicht viel anderes zu sehen, ja. Sie beschwert sich immer wieder bei meiner Kameraführung.
Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ist die so schlimm? Ich bin halt manchmal ein bisschen Chaot, gell? Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir gehen runter. Was wir auch gelesen haben, man sollte hier nicht hochkommen, also zur Dämmerung schon, wenn man wieder runterfährt mit der Teleferico, aber nicht runterlaufen, weil wir haben da schon Stories gehört, dass die Leute ausgeraubt wurden. Allgemein, ich glaube, Bogotá ist nicht die Stadt, die man unbedingt im Dunkeln zu Fuß erkunden sollte. Gracias. Tiago, wir sind in der Altstadt von Bogotá. Und es gibt Kaffee, schaut euch mal das Schäumchen an dem Kaffee, Wahnsinn. Aus Kolumbien ist der Kaffee. Wir haben vorhin noch eine Begegnung mit der Polizei gehabt. Willst du das noch erzählen? Ja, es war irgendwie total weird. Wir sind da durch die Gassen gelaufen und dann kam auf einmal ein Polizist, also sind zu zweit, eine Dame und ein Herr, und haben uns angesprochen, sprechen Sie Spanisch? Ich so, ja, ein paar Brocken kann ich natürlich. Und dann hat er gesagt, ja, wie fühlen Sie sich, alles gut und so, woher kommen Sie, wohin gehen Sie, was machen Sie so, total entspannt und so. Und ja, war irgendwie am ersten paar Sekunden komisch, weil ich glaube selten, dass man bei uns in Europa von der Polizei angesprochen wird und fragt, wie es einem geht. Aber ja, ich finde es cool. Also es war so eher Smalltalk-mäßig und ich glaube auch so, dass sie uns das Gefühl geben wollten, dass wir hier sicher sind, Ja. weil Ja, sie wollten fragen, was wir alles schon gesehen haben, wie uns Kolumbien gefällt. Ja, ja. Sehr spannend. Und hier draußen stehen an jeder Kreuzung es ist nicht die Polizei, es ist eine Privat-Security-Firma. Überhaupt Befahrt oder vom Government wissen wir nicht, einfach eine Sicherheitsfirma, die mit Rottweilern und Maulkörben und so. Ja, ich glaube, die wollen schon jetzt ihren Ruf ein bisschen, wie sagt man dem, nicht pflegen, weil Vielleicht der verbessern. Verbessern, dass man das ja so hinkriegt, keine Ahnung. Aber wir fühlen uns auf jeden Fall total safe, haben kein Problem. Wir sitzen jetzt hier in dem netten Café, gönnen uns einen kleinen Snack. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit eine Nachricht gekriegt. Oh, ich freue mich so. Hier, Foto gekriegt vom Agenten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Er ist da festgezurrt auf dem Schiff. Also das heißt, unser Biggie ist auf dem Schiff. Riesentrommelwirbel. Und das heißt auch, wenn das Schiff heute oder morgen ablegt, dann könnte sogar das Schiff einen Tag früher als die 1,5 Wochen Verspätung ankommen. Wow! Hammer! Wir freuen uns total.